Nochmal für euch als Aufklärung, ne? Dubai ist komplett anders wie Berlin. Ich bin voll bepackt in Wintersachen. Tut jedem gut zu trainieren, würde ich jedem empfehlen, der interessiert sich für Grundstücke, die er projektieren möchte. Ich bin Skifahren, wie erwähnt, mit der Family. Konnte gute Termine setten. So, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt aus dem Fahrstuhl. Bin gerade auf dem Weg ins Gym. Habe jetzt zu Hause noch mal 1-2 Stunden nachgearbeitet, was ich jetzt im Büro nicht mehr geschafft hatte. Ja, wir sind immer noch dran an den Kunden, ist ja klar, von der Roadshow. Gehen wir hier rüber. Wir wollen natürlich die ganzen Informationen noch mal haben und einen persönlichen Call noch am besten. Finde ich immer auch persönlich viel besser als ohne Kommunikation, also jetzt ohne bildliche Kommunikation den ganzen Prozess über, weil am Ende fühlen die sich ja auch oder fühlt sich der Kunde ja auch aufgehoben, wenn er eine Bindung zu jemandem hat. Ja, ich bin jetzt beim Gym, ich nehme euch mit, wie gesagt, dann schauen wir mal, was der Abend bringt, vielleicht gehe ich noch was essen. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, gestern nochmal mich mit 1-2 Kontakten getroffen, die ich hier schon kenne und mal schauen, was heute Abend geht. Ich gehe jetzt erstmal rein trainieren. Ich hoffe, ihr seid auch fleißig. So, ich nehme euch immer mit, einfach den gesamten Alltag über. Es gehört halt dazu, wenn man arbeitet, dass man danach noch irgendwie Sport macht, meiner Meinung nach. Der Körper braucht halt einen Ausgleich. Wenn du es nicht machst, wird sich der Körper bei dir irgendwann rechtfertigen, dass er nicht so viel Power hat, auch beim Arbeiten, sogar beim Sitzen. Es geht dir auch auf den Kopf. Schüttest Dopamin aus beim Fitness, beim Sport, generell, egal auch beim Spazieren. Ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal zur Marina, ein bisschen spazieren. War da, seitdem ich wieder hier bin, auch nicht mehr. Ich nehme euch mit. Und wenn ihr das Video jetzt seht und überlegt, ob ihr Sport machen sollt, ja, mach. Steh auf, zieh dich an. Nicht mal was Besonderes, einfach Laufschuhe. Kannst auch mit deiner Jeans spazieren gehen, es kostet nichts. Wie gesagt, ich bin kein Fitness-Motivator oder Influencer, aber ich rate es einfach jedem, in die Routine zu kommen und Sport zu machen. Wirklich, das ist das beste Gefühl mitunter im Leben, meiner Meinung nach. Der Körper wird sich bedanken. Also bis später, ich nehme euch mit. Schönen Abend euch. So, ich bin jetzt bei der Marina angekommen, wie geplant. Ich habe auch gerade gegessen beim Thailänder. Wurde auch nett begrüßt auf Thailändisch, ich glaube Gangkap. Und stehe jetzt hier gerade am Pier 7. Das sind 7 Etagen, das sind Restaurants und du hast eine sehr gute Aussicht auf die Marina. Und hier bei der Marina, ja, das ist halt, kannst du auch eine Bootstour buchen, ist klar. Habe ich auch schon gemacht. Vielleicht zeige ich euch das nächste Mal, wenn ich auch eine Bootstour nochmal buche. Und das ist hier der Marina Walk, also hier kannst du 4 bis 5 Kilometer schlendern. Und geht einmal komplett rüber bis ganz da hinten und dann auch nochmal zurück bis da hinten. Genau. Und ich bin mit dem Auto, was ich vielleicht nochmal erklären kann für Leute, die noch nie in Dubai waren. Du kannst hier immer in den Malls, also bei fast jeder Mall, 3 Stunden kostenlos parken. Das heißt, ja, die Leute gehen gerne raus. Auch für die jetzt Fixkosten haben, ist das halt auf jeden Fall kein Punkt, wo du sparen musst. Ne? Also Auto, ja, klar, musst du ein Auto kaufen oder halt leasen oder finanzieren. Aber du zahlst halt für einen Sprit 60 Cent und fürs Parken gefühlt gar nichts in den Malls. Genau, ich wollte euch einfach mal zeigen. Wenn ihr mal hier seid, geht auf jeden Fall da oben mal essen, im Pier 7. Sucht euch ein gutes Restaurant aus. Ja, ich nehme euch mit, ich zeige euch die Marina noch ein bisschen, dann habt ihr auch das schon mal gesehen. Liebe Grüße aus dem Auto. Bin gerade auf dem Weg zum Termin. Ich fahre gerade zu Mira. Bin auch ein bisschen früher los als geplant. Der Termin ist um 17 Uhr. Wenn ich euch immer Uhrzeiten nenne, wichtig zu erwähnen, ich bin 3 Stunden vor euch. Das heißt, wenn ich um 9 Uhr anfange zu arbeiten, da seid ihr noch in den Träumen, dann ist bei euch 6 Uhr. Das ist einfach nur als Orientierung. Ja, Mira, hatte ich euch erwähnt, der Bauträger, mit dem wir auf der Roadshow waren. Wir haben einen Termin mit einem Kunden, der interessiert sich für Grundstücke, die er projektieren möchte, beziehungsweise im gewerblichen Sektor arbeitet und Fonds aufsetzt und im Asset Management tätig ist. Das diesbezüglich, genau, wir schauen einfach mal, was der Termin bringt, was der Abend bringt und ich nehme euch mit. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ich fahre jetzt lieber mal konzentriert dahin, weil der Verkehr ist wie immer sehr wild hier. Da musst du immer auf der Hut sein, dass hier nichts passiert. Ja, also bis später.
So, melde mich jetzt noch mal kurz. Also ich habe heute durchgearbeitet. Es war, glaube ich, mit die schönste Location fürs Arbeiten, wo ich jemals gearbeitet habe. Ich habe super gegessen, hatte gute Calls, konnte gute Termine setten. Und ich freue mich auf die Kunden, die nach Dubai kommen werden oder auch jetzt schon von Europa aus investieren. Ja, es ist sehr, sehr schön hier. Ich bin direkt beim Burj Al Arab. Ich zeige euch das hier noch mal kurz. Man sieht, er ist jetzt beleuchtet. Wir gehen zur Abenddämmerung rüber. Ich zeige euch nochmal den Sunset. Ich habe jetzt Feierabend und ja, ich zeige euch den Abend noch heute. Vielleicht gehe ich nur ins Gym. Ansonsten verbringe ich den Abend heute hier, wenn ich schon mal hier bin. Ich bin auch das erste Mal hier und ja, ist mega, mega schön. Wunderschönen guten Abend von Address Skyview. Ich zeige euch das mal kurz. Ich bin jetzt hier gerade mit Christian beim Termin gewesen, beim DLD besser gesagt, Dubai Land Department. Wir hatten gerade eine Übergabe und wollte euch einfach nur kurz Einblicke zeigen, wie es hier abläuft. Also wir waren jetzt, wie gesagt, beim DLD, das ist so wie das Grundbuchamt hier. Hier werden die Eigentümer umschrieben. Nochmal für euch als Aufklärung, ne? Dubai ist komplett anders wie Berlin. Also eine Grundbucheintragung in Berlin, jeder, der eine Wohnung gekauft hat, weiß, wie lange es dauert. Hier in Dubai, wir sind gerade angekommen, ich habe gerade mein Auto stempeln lassen. Wir sind, glaube ich, vor 45 Minuten oder vor einer Stunde gekommen. Dann waren wir persönlich drinne bei ihm. Der Käufer zahlt dann die Grunderwerbsteuer. In Dubai sind es 4% vom Kaufpreis und dann wird auch gleich ein Check ausgehändigt, den du dann morgen bei deiner Bank einreichst und dann ist dein Geld auf deinem Konto. So leicht kann es gehen. Transparenter Immobilienmarkt, mega, mega schnell, mega nachvollziehbar. Klar, für einen Laien, der aus Deutschland kommt und die Gesetze hier nicht kennt, für ihn ist es schwierig. Dafür sind wir aber hier vor Ort und klären euch auf. Wie gesagt, die View ist unglaublich cool. Ich zeige euch das mal. Man sieht jetzt nur noch hier die Spitze. Der Burj Khalifa, der ist in den Wolken drin. Wir sind hier direkt eigentlich in Downtown hier. Wie gesagt, nochmal Skyview. Oben hat man einen wunderschönen Pool. Also jeder, der ein bisschen Taschengeld beiseite hat, würde ich empfehlen, hier eine Nacht zu bleiben und dann ein bisschen länger. Das dazu. Ich bin jetzt gleich nochmal unterwegs, beziehungsweise Golf spielen. Da nehme ich euch mit. Wir sind bei Topgolf heute Abend. Da haben wir reserviert und da schlagen wir ein paar Bälle durch die Gegend. Ich freue mich drauf. Beim Flutlicht, bei schönem Wetter. Ich habe auch mein Equipment dabei. Christian meint, ich soll mit meinem Freizeitsachen. Ich meinte, nee. Alles, was Sport betrifft, bin ich ehrgeizig. Dann kennt sie mich noch nicht gut genug. Ich nehme euch gleich mit. Wir sehen uns dann nachher bei Topgolf, wie wir den Schläger schwingen. Ich wünsche euch einen schönen Abend schon mal. So, ich habe mich jetzt kurz umgezogen. Ich habe keinen Bock mit Polohemd zu spielen. Daniel wartet da schon. Warte, ich zeige euch das mal. Einen wunderschönen guten Abend. Wie ihr seht, ich bin voll bepackt in Wintersachen. Bin wieder in Berlin. Ich hatte es erwähnt gehabt, dass ich zur Family fahre und fliege. Fahren wäre ein bisschen weit. Oder Arda würde nach Berlin, aus Dubai nach Berlin joggen. Das habe ich nicht mehr drauf. Ja, ich bin hier, habe mit einigen Freunden und Bekannten und Partnern schon telefoniert heute, um die aufzuklären, was in Dubai aktuell abgeht oder schon seit längerem und noch abgehen wird. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, wie ihr seht, ich bin am Kudamm. Das meinte ich immer damals in den Vlogs.
meine Runde auf dem Weg nach Hause mache ich immer über den Kudamm. Ich mag den Kudamm sehr. Es ist auch schön belichtet jetzt zu der Jahreszeit. Ich bin stolz auf die Stadt, dass die Stromrechnung diesmal ausreicht, um das zu finanzieren. Oder wir hatten wieder Sponsoren. Das bezüglich Strom und Sparen in Deutschland. In Dubai verbraucht, glaube ich, ein einziger Tower mehr am Tag als das, was hier gerade über die Weihnachtszeit genutzt wird. Was steht an? Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen gearbeitet. Mein Netzwerk, meine Partner hier vor Ort angerufen. Wir haben telefoniert. Ich habe die bezüglich Dubai aufgeklärt, habe ich gerade erwähnt. Ansonsten Sport, erstmal ankommen wieder in Berlin. Bezüglich Release Tapes wird natürlich in den nächsten Vlogs kommen, wenn ich wieder in Berlin sein sollte. Vielleicht nehme ich euch dann zu Termin mit und stelle euch meine Partner vor, wenn sie es natürlich wollen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir am Anfang der Woche. Wir sehen uns dann über die Tage hinweg. Servus aus Kitzbühel. Ich habe mich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet. Wie ihr seht, bin ich Skifahren, wie erwähnt, mit der Family. Vielleicht ist es gerade ein bisschen windig. Ich probiere es kurz zu halten. Ja, wir waren gestern oben auf den Bergen, da bin ich gefahren. Mache jetzt gerade einen ruhigen, kein Abriss-Ski, wie viele von meinen Freunden vermuten. Einfach einen entspannten Urlaub. Ich hoffe, euch geht's gut. Bin noch ein paar Tage hier. Schönes Skigebiet, wirklich sehr, sehr viele Pisten. Würde ich empfehlen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und wir sehen uns dann morgen oder die nächsten Tage.